Einen tollen Druckluft-Werkstattkompressor kann man so wie ich am Sperrmüll finden, man kann ihn sich aber genauso gut aus einem Stahltank, ein paar Ventilen und einem Kühlschrank-Kältekompressor selber bauen. Und um diesen Kältekompressor, um den geht es heute. Ein Kühlschrank besteht ja im Wesentlichen nur aus dem isolierten Gehäuse, dem Kühlmittelkreislauf, dem Kompressor und dem Thermostat. Und genau dieser Thermostat ist es, der oft bei besagten Haushaltsgeräten kaputt geht. Dieser lässt sich zwar super einfach tauschen, jedoch sind die Ersatzteile oft so teuer, dass sich das nicht mehr lohnt. Möchte man das trotzdem versuchen, so überprüft man am besten die Funktionalität des Kompressors und des Kühlsystems, indem man den Thermostat kurz schließt und den Kompressor dann an das Stromnetz anschließt. Funktioniert alles einwandfrei, so ist es in den meisten Fällen tatsächlich der Thermostat, der kaputt ist. Dieser befindet sich unter dieser Blende und lässt sich wie gesagt ohne Probleme mit dem richtigen Ersatzteil tauschen. Ist der Thermostat zu teuer, so kann man zumindest die Reste noch verwerten, vor allem der Kältekompressor ist ein sehr nützliches elektrisches Bauteil. Hierbei sei unbedingt erwähnt, dass ab dem Jahr 2000 keine Kühlschränke mit den berühmt-berüchtigten Fluorchlorkohlenwasserstoffen mehr in Umlauf gebracht wurden. Diese FCKWs schädigen ja bekannterweise die Ozonschicht der Erdatmosphäre in einer Radikalkettenreaktion und sollten daher auf keinen Fall freigelassen werden. Finger weg von Kühlschränken, die ein älteres Baujahr haben, beziehungsweise wo vermutet wird, dass sich dieses Gas noch im System befindet. Heute wird meistens Isobutan als Kältemittel in den Kühlschränken eingesetzt. Dieses lässt sich am Kompressor unter der Aufschrift R600A identifizieren. Wenn das überprüft ist, kann man auch guten Gewissens den Kompressor ausbauen. Hierbei durchschneidet man einfach die Druck- als auch die Saugleitung sowie jenes Kabel, welches im Inneren des Kühlschranks zum Thermostat führt. Oft befindet sich am Kompressor noch so ein Startkondensator, den unbedingt einfach dranhängen lassen und mit ausbauen. Das Einzige, was wir jetzt tun müssen, damit der Kompressor wieder läuft, ist es, den Thermostat zu überbrücken. Hierbei nehmen wir einfach das abgezwickte Thermostatkabel, wovon wir den gelben Schutzleiter und den blauen Nullleiter gleich mal entfernen können. Die beiden anderen Kabel, meistens in 2 Phasenfarben, also braun oder schwarz gekennzeichnet, müssen wir dann miteinander verbinden bzw. kurzschließen. Sind die beiden Pole auch überbrückt, dann funktioniert der Kompressor auch, sobald man ihn ans Stromnetz schließt. Dann kommt wieder die Abdeckung drauf. Bei diesem Modell ist der Startkondensator gleich unterhalb der Abdeckung verbaut. Manchmal hängt der auch noch extra an einem Kabel dran. Dann kann man den einfach mit einem Kabelbinder an den Kompressor montieren. Die dünnere ist immer die Druck- und die dickere die Saugleitung. Den kurzen Stutzen, den ihr unten seht, der dient nur in der Produktion, um das Kühlmittel oder das Kompressoröl einzufüllen. Den sollte man am besten in Ruhe lassen. Aus der Druckleitung kommt am Anfang immer etwas Öl heraus, das ist aber nicht tragisch und hört schon nach kurzer Zeit wieder auf. So ein Kühlschrankkompressor hat immer eine sehr niedrige Saug- und Pumpleistung, jedoch kann er auf der Druckleitung weit über 20 bar und auf der Saugleitung ein ganz schönes Vakuum erzeugen. Ich habe 2 verschiedene, der größere hat etwas mehr Saugleistung, der stammt auch aus einem größeren Kühlschrank mit Gefrierfach. Super geeignet sind solche Kompressoren für Chemieversuche zu Hause, zum Beispiel zum Vakuumdestillieren oder zum Vakuumfiltrieren mit solch einer Saugflasche und Glassinternutsche. Auch kann man damit eine selbstgebaute Vakuumkammer betreiben, zum Beispiel um Luftblasen aus Abformsilikon oder Gießharz zu entfernen oder auch um Griffhölzer in Kunstharz zu stabilisieren. Ich verwende die Vakuumpumpe sehr oft zum Trocknen von Chemikalien in meinem selbstgebauten Exikator, zum Beispiel über Trocknungsmittel wie Silikagel, Schwefelsäure oder Phosphorbentoxid. Um das Vakuum, das der Kompressor generiert, zu veranschaulichen, bringe ich hier Wasser bei etwa 30 Grad Celsius zum Kochen. Das solltet ihr aber bitte auf gar keinen Fall mit solch einem Glasgefäß nachmachen. Das kann sehr böse enden, wenn das Glasgefäß implodiert. Durch das Verdampfen kühlt das Wasser relativ schnell ab, wodurch der Kompressor dann zu schwach wird, um das Wasser am Kochen zu halten. In diesem Fall kann man aber einfach den zweiten Kompressor hinten an den ersten Kompressor anschließen, wodurch der Unterdruck um einiges besser wird und das Wasser wieder zu kochen beginnt. Nach dem Versuch, der ungefähr 2 bis 3 Minuten gedauert hat, hatte das Wasser nur mehr um die 23 bis 24 Grad.
Natürlich ist es kein Hexenwerk, sich mit irgendeinem Speichertank und ein paar Ventilen und einem solchen Kompressor einen richtigen Werkstattkompressor selbst zu bauen. Ich verwende diese Kompressoren aber meistens ohne Speichertank. Zum Beispiel verwende ich den Kompressor, um Holzkerne aus meinen Wasserglas-Gussformen auszubrennen. Das funktioniert aufgrund des gleichmäßigen und langsamen Luftstroms perfekt. Es bietet nämlich einige Vorteile, wenn man das positiv beim Metallgießen aus Holz und nicht aus Styropor formen kann. Mit dieser Methode habe ich vor etwa 2 Jahren 3,2 Kilogramm flüssiges Kupfer erfolgreich gegossen. Das Projekt habe ich jedoch nie fertiggestellt, weil ich irgendwann die Lust daran verloren habe, aber immerhin das Filmmaterial vom Gießprozess habe ich noch. Wenn euch mein Gießprozess, den ich mir da selber ausgedacht habe, interessiert, dann schreibt mir das in die Kommentare, vielleicht schneide ich euch das noch ein bisschen zusammen. Wie ihr seht, kann man so einen Kältekompressor wirklich super vielseitig verwenden, unter anderem auch als Vakuumpumpe. Auch wenn das Vakuum natürlich nicht perfekt ist, so reicht es doch für die meisten Anwendungen. Eines sollte man aber unbedingt noch wissen, und zwar besitzt so ein Kompressor einen Anlaufschutz. Das heißt, wenn man ihn gerade im Betrieb hatte, muss man etwa um die 30 Sekunden warten, bevor er sich erneut einschalten lässt. Für den Dauerbetrieb sind sie auch nicht geeignet. Wenn man sie länger als 30 Minuten am Stück rennen lässt, dann werden sie schon merklich heiß. Ich möchte mir mit dem kleinen Kompressor sogar eine kleine Biogasanlage bauen. Ich stehe da noch aber ganz am Anfang und das wird noch eine Zeit dauern. Bis dahin kommen also noch etliche andere Videos. Um die nicht zu verpassen, würde ich euch bitten, unten beim Kanal einmal auf Abonnieren zu klicken und die Glocke zu aktivieren. Ich freue mich über jegliche Kommentare und Bewertungen. Danke fürs Anschauen und damit bis zum nächsten Mal.